Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Wir wollen in diesem Video einmal eines der wichtigsten Themen rund ums Radfahren im Winter beleuchten. Licht. Und in diesen beiden Boxen befinden sich die größten Fahrradlicht-Innovationen der letzten 20 Jahre. Und die bauen wir an dieses Rad heute dran. Aber bevor wir dazu kommen, das hier ist der zweite und der letzte Teil, einer der kürzesten Videoreihen der Welt, darüber, wie ich dieses Riese & Müller Multitinker zum ultimativen Winterfahrmobil machen kann. Wir haben im letzten Video schon die Reifen gewechselt und diesen Riese & Müller Wetterschutz drauf gebaut. Das verlinke ich euch jetzt mal hier oben, wenn ihr das zuerst gucken wollt. In diesem Video geht es aber hauptsächlich um Licht und wir werden das Bike dann einmal im Dunkeln gleich Probe fahren. Aber davor muss ich noch eine kleine Sache machen, die ich schon im letzten Video hätte machen sollen. Warum habe ich das gemacht? Einfach, weil es eine bessere Alternative gibt. Fahrerlatze. So, und wenn man sich das jetzt mal so ansieht, dann ist dieser Spritzschutz wirklich nur so 2 Finger breit über dem Untergrund und schützt somit deutlich besser vor Spritzwasser, auch um den Ständer zum Beispiel zu schützen, als das mit dem vorherigen Spritzschutz der Fall war. Spritzschutze, so ein emotional aufgeladenes Thema. Aber es geht ja um Licht. Und zur heutigen Bastelstunde haben wir keinen Tee, sondern so ein richtig schönes, feistes Flensburger Malz. Oh, weiß ich immer noch nicht, was ich davon halten soll. Der Scheinwerfer hier vorne ist schon ziemlich gut, hat aber ein verhältnismäßig schmales Leuchtbild und ist hier vorne fest montiert, was keine so richtig gute Kombination ist. Außerdem ist er von der Seite quasi nicht sichtbar. Genauso wenig wie das Rücklicht. Das ist ebenfalls gut und hell, aber wenn man von der Seite guckt, sieht man es einfach nicht. Man sieht vielleicht so ein bisschen Lichtschein auf dem Boden, aber das war's dann auch. Also wir müssen einen Abstand von etwa 10 cm überbrücken, weil wir wollen es ja von der Seite sichtbar machen, allerdings auch noch ein anderes Zubehör dran bauen. Ja, okay, wahrscheinlich habt ihr es schon im Titel gesehen, ihr habt es im Thumbnail gesehen, deswegen ist es kein großes Geheimnis. Die erste Innovation ist das hier. Die neuen Busch & Müller Turntec Blinker kommen hier an dieses Fahrrad zusammen mit diesem Produkt, dem Rücklicht mit Bremslichtfunktion, das Dart E-Brax. Das werden wir kombinieren für eine deutlich größere Sichtbarkeit und Sicherheit. Bin mal sehr gespannt, wie sich der Einbau hier gestalten wird. Wisst ihr, was mega wäre? Eine Hebebühne. Busch & Müller übrigens, für euch zur Information, empfiehlt das Ganze über einen Fachbetrieb machen zu lassen und nicht selber zu machen. Bin ich jetzt offenbar ein Fachbetrieb. Soll erstmal natürlich Fahrrad ausmachen, Akku raus, damit wir kein Gewisch bekommen. Und dann können wir hier unten anfangen mit dem Kabel rauszupfen. Zack. So einfach ist das. Das Dart E-Brax Rücklicht hat eine ziemlich moderne Form, sieht ziemlich schick aus und einen integrierten Accelerometer. Das heißt, der merkt, wenn das Fahrrad schnell verzögert und schaltet dann ein Bremslicht ein. Und wenn man stark bremst, dann gibt es auch noch eine Notbremslichtfunktion. Dann blinkt nämlich das Bremslicht auf und bleibt nicht gleich hell. Rücklicht anbauen und Rücklicht tauschen ist sehr einfach, auch gegen ein Bremsrücklicht. Und das Schöne ist, diese Bremsrücklichter, die sind nicht sonderlich teuer, sind aber ein echter Sicherheitsgewinn, gerade in der Stadt. Kann ich nur jedem empfehlen, auch jedem Fahrradhersteller sowas standardmäßig zu verbauen. Die Turntec Blinker sind dann schon etwas komplizierter. Wenn man sich mal so die Packung öffnet und anguckt, dann wird der komplette Platz auch ziemlich gut ausgenutzt und ziemlich gebraucht. Wir sehen hier sowohl die Blinker für vorne als auch die Blinkereinheit für hinten und dann die Bedieneinheit für oben am Lenker. In der zweiten Ebene findet man dann noch einen wichtigen Montagehinweis. Für die Montage, ich werde da nicht im Detail eingehen. Dafür gibt es ein tolles Video, das Busch & Müller selber gemacht hat. Das habe ich mir selber 2 oder 3 Mal angeguckt, um gar nichts falsch zu machen. Eine Montagebedienungsanleitung, jede Menge Kabel, Schellen, noch ein bisschen Tüdelkram und eine Adapterplatte. Also wir haben hier das Rücklicht und dann hier die hintere Blinkereinheit. Und das Rücklicht, das kommt dann hier oben so dran. Das wird die
Methode sein, die ich dafür nehmen werde. Also hier oben steht Busch und Müller, das heißt, ich habe das richtig rumgemacht. Hier ist der linke Blinker und das hier ist der rechte Blinker. Und das, was ihr auch schon seht, die sind so flexibel. Ziemlich cool. Also gerade wenn ihr mit dem Fahrrad dann unterwegs seid und hinten irgendwo hängen bleibt, keine Sorge, der Blinker bricht nicht sofort ab. Und jetzt haben wir hier unser Rücklicht. Und das müssen wir jetzt ja verlängern. Das müssen wir weiter nach draußen bringen. Und da hatte Jan Steinberg vom Bugfeeds-Blog die beste Idee. Gewindestangen. Dann habe ich hier noch so Schrumpfschlauch, um das ein bisschen zu verdecken. Und dann so ein bisschen Befestigungsmaterial. Genau, die Verbindungsmuttern schrauben wir jetzt hier rein. Dann nehmen wir ein bisschen Loctite. Schrauben die Gewindestangen auf die andere Seite. Das sieht jetzt ein bisschen abgespaced aus und ich glaube, dass wir schon ziemlich weit dafür raus müssen tatsächlich. Lassen wir das erstmal so liegen, kurz die Schraubensicherung trocknen. Das hier ist jetzt das Kabelset, was bei den Turntec-Blinkern mitgeliefert wird. Weil es sich hier um ein Longtail handelt, ein verlängertes Kabel bekommen für den hinteren Blinker. Ach so, das sind so einzelne Kabelstränge, um das Ganze zu verlängern. Okay. Ja, das wird ein bisschen Bastelei jetzt. Also mein Anspruch ist, dass das Ganze genauso aussieht, als würde es irgendwie von Riese und Müller kommen. Und Riese und Müller hat das Ganze natürlich dann hier durchgezogen. Also das Kabel für hinten, das könnt ihr jetzt hier sehen, das ist einfach deutlich zu kurz. Da müssen wir so oder so mit Verlängerung arbeiten. Ja, jetzt ist da auf jeden Fall mehr als genug Platz. Was habe ich mir da noch für eine Aufgabe geholt? Also hier oben ist es kein Problem, ne? Hier in den Gepäckträger rein, dann auf der anderen Seite wieder raus. Das ist einfach. Aber diese Strecke hier zu machen, die ist, glaube ich, schon nicht ganz einfach. Dann haben wir genug Raum, um einen Bowdenzug durchzuziehen mit diesem Kabel zusammen. Im Zweifel müssen wir es außen irgendwie rumführen und verstecken, aber das möchte ich eigentlich nicht machen. 5 Minuten später. Das macht gar nicht diese Biegung hier. Das wird hier durch 2 weitere Öffnungen einfach durchgeführt. Ja, easy peasy. Jetzt haben wir es geschafft. Der Bowdenzug ist hier durchgezogen. Ich habe die Tasche jetzt einmal abgebaut und ich habe auch hier diese Stopfen einmal rausgenommen. Jetzt ziehen wir mal das Lichtkabel für den Blinker hier durch. Wir haben jetzt hier den Apparat natürlich, den wir dafür benötigen. Und dadurch, dass wir hier in der Mitte eine Verbindung haben, können wir ganz einfach von hier oben ebenfalls reingehen. Oder aber, und das ist, glaube ich, meine favorisierte Art und Weise, wir hängen jetzt einfach, wie wir das eben gemacht haben, das Kabelstück hier an den Bowdenzug und ziehen dann mit dem Bowdenzug das Ganze raus. Ach ja, innenverlegte Kabelzüge, ne? Das ist schon immer ein riesiger Spaß gewesen. So, da haben wir das eigentliche Lichtkabel. Na komm schon. Wo hängst du denn, Mann? Ja, guck an. Hallo. Ich würde sagen, diese Methode ist der absolute Gewinner. 11 Minuten später. Hier haben wir sie. Guck mal. So, wie immer, rot ist schwarz und plus ist minus. Den prügeln wir jetzt hier so rein. Das ist richtig massiv. Guck mal, da wackelt gar nichts. Richtig cool. Also, was sagt ihr zu der Konstruktion? Ich bin echt zufrieden. Ich bin echt zufrieden mit der Lösung. Na, sorry, da könnt ihr jetzt halt nicht sehen, wie ich das hier aneinander stecke. Ne? So, das war der Teil, wo ich dachte, dass es am längsten dauern würde. Und das hat sich auch bewahrheitet. Also das war wirklich nicht einfach. Jetzt geht's um vorne. So, und vorne ist es jetzt so, dass wir hier viel Kladderadatsch an einem verhältnismäßig schmalen Lenker haben. Das sind die vorderen Blinker. Die werden üblicherweise an den Lenker dran gebaut. Es gibt allerdings auch Möglichkeiten, natürlich die gleichen Blinker vorne dran zu bauen wie für hinten. Sofern ihr zum Beispiel ein Lastenrad habt, dann könnt ihr vorne an die Gabel oder an die Leuchte diese gleichen flexiblen Blinker dran bauen. Gut, nun ist der eine Blinker auf der einen Seite vom Bremshebel, der andere auf der anderen Seite. Aber das können wir alles irgendwie noch ändern. Jetzt geht es erstmal darum, den ganzen Spaß zu verkabeln. Oh. Das funktioniert ja so gut. Viele von euch werden jetzt natürlich ein bisschen darüber lachen, gerade die ihr in Fahrradläden beschäftigt seid, das ist euer täglich Brot. Aber für das, was ich hier
normalerweise mache, ist das schon eine ganz schöne Leistung. Zack. Und jetzt noch das Ganze hier mit der Blinkereinheit verbinden, mit der Bedieneinheit. So, jetzt ist das ganze System natürlich noch längst nicht einsatzbereit. Wir müssen es noch mit Strom versorgen. Und da sind wir jetzt bei der zweiten großen Innovation. Und den vorderen Scheinwerfer hier, den bauen wir jetzt einfach ab. Den bauen wir einfach ab. 5er Amboss. Wo ist denn der kleine Kollege, den ich vorhin hatte? Da ist er. So, und hier kommt kein neuer Scheinwerfer ran. Wir wollen ja gar nicht den alten Lichteingang verwenden, sondern einen neuen. Und zwar für das Produkt, was sich hier drin in dieser Box befindet. Ich wollte einen Scheinwerfer haben, der deutlich heller ist als der bisher verbaute, und ich wollte den Scheinwerfer hier oben an den Lenker bauen, weil einfach der dann mitlenkt, weiter oben ist, besser sichtbar ist und einen schöneren Lichtkegel bietet. Und natürlich sollte es auch einer mit Fernlicht werden, und ich hatte dann den IQ XLE in Betracht gezogen und Busch & Müller gefragt, ob sie mir den zuschicken könnten. Ich hatte schon mal eine tolle Kooperation mit Busch & Müller im Gravelbike-Bereich und jetzt mal hier für das E-Bike. Die haben aber gesagt, nö, den kriegst du nicht. Du kriegst was anderes. Und zwar ein Scheinwerfer, den es noch gar nicht gibt. Der ist so neu, dass sie noch nie mal das Verpackungsdesign komplett fertig haben. Und deswegen ist er hier einfach in dieser Box drin. Das hier ist der Busch & Müller Brick XLE. Der hier hat jetzt auch ein Kurvenlicht, aber ein digitales Kurvenlicht. Hier oben seht ihr eine ganze Phalanx von LEDs und die können mit dem Mikroprozessor, der hier drin ist, einzeln angesteuert werden. Und was das bringt, beziehungsweise bringen soll, ich habe es ja noch nicht ausprobiert, dass dann einzelne LEDs angesteuert werden, die dann je nach Neigung des Fahrrads, je nach Neigung des Lenkers noch weiter in die Kurve reinleuchten. Daneben hat der Scheinwerfer natürlich auch Fernlicht, selbstverständlich. Der hat eine Bluetooth-Verbindung und das ist das Krasse, 220 Lux und bis zu 8500 Lumen. Das Ding, das dürfte sich anfühlen wie ein Autoscheinwerfer. Ja, genug gesabbelt. Wir bauen den jetzt mal an. So, die Ausrichtung nachher, die ist natürlich bei so einem Scheinwerfer ganz besonders relevant. Also ich glaube, den kann man auch vom Mond sehen. Das ist der schwerste Scheinwerfer, den es momentan gibt. Aber es ist natürlich auch jede Menge Technik drin, ne? Das ist riesengroß, ey. Da haben wir hier jetzt einen Fernlichttaster. Um den brauchen wir uns aber nicht kümmern. Wir müssen uns um dieses Kabel hier kümmern. Und da gibt es eine Besonderheit. Dieser Scheinwerfer hat eine maximale Leistungsaufnahme von 60 Watt. Das ist richtig, richtig viel. Ich kann ihn jetzt mit 28 Watt betreiben, was jede Menge ist. Aber das Problem ist, der Bosch Lichtausgang bietet gar nicht so viel Leistung. Deswegen hat der hier zwei Kabel. Hallo! So, und auch die Kabellage dürfen wir natürlich wieder durchziehen. Dafür nehmen wir den gleichen Trick, den wir eben genommen haben. Ja, kein Problem. Jetzt wird's lustig, das sage ich euch aber. Wir haben jetzt den Low-Power-Port. Der ist aber belegt, deswegen müssen wir dieses Kabel in den High-Power-Port stecken. Gucken, welche Richtung. Das blaue Ende kommt natürlich in den Scheinwerferstecker. Das hier ist der Display-Port. Und jetzt haben wir ja den hier noch, ne? Die Litzen für den Blinker. Oh, da hätte ich euch doch zu gerne gezeigt, wie ich das abisoliert habe. Und mit diesen kleinen, lustigen Pinökeln miteinander verbunden habe. Wir stecken das Ganze jetzt mal zusammen. So, jetzt ist alles an seinem Platz. Bin ich gespannt. Also, der Scheinwerfer scheint schon mal. Blinker links. Blinkt er auch da links? Ja, da habe ich es falsch rum gemacht. Okay. Also hinten ist falsch rum. Da war klar, dass ich irgendwas vertausche. So, Blinker links. Blinkt. Ja. Ich habe alles richtig gemacht. Machen wir mal kurz Fernlicht an. Ey,
Das ist, also so wie das Rad da jetzt da steht, kann ich natürlich nicht damit fahren und ich erspare euch jetzt den ganzen Prozess, wie ich das Ganze wieder irgendwie verstaue und verstecke, sondern wir machen jetzt einen Zeitsprung, wenn alles fertig ist, weil dann kann ich euch noch was Spannendes zu diesem Scheinwerfer da zeigen. Leute, gegen 2 habe ich hier gestern Abend dicht gemacht. Von der Komplexität des Einbaus von den Blinkern als auch vom Scheinwerfer muss ich sagen, dass das nicht so super komplex ist, aber es ist halt einfach viel Fummelarbeit und man muss sich da wirklich in das Fahrrad quasi reinknien. Aber ich bin auch super zufrieden hier mit der Lösung hinten. Da ist jetzt halt die Rückleuchte wirklich direkt hinter den Taschen. Die Blinker sind hinter den Taschen. Da ist auch noch ein bisschen Platz sogar nach vorne. Wie der Scheinwerfer hier vorne hängt, sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, hat aber den richtigen Winkel eigentlich. Der hängt irgendwie so ein bisschen rum. Und der Lenker ist jetzt natürlich komplett überladen. Also wir haben hier die Blinkereinheit, wir haben hier den Fernlichtschalter von dem Scheinwerfer und jetzt ist hier gerade noch nicht mal eine Klingel verbaut. Aber insgesamt gefällt mir jetzt dieser Aufbau richtig, richtig gut. Und eine Sache habe ich euch noch gar nicht gezeigt zu diesem Scheinwerfer hier. Denn es gibt demnächst, wenn der Scheinwerfer komplett auf dem Markt ist, auch eine App. Wir sehen hier also, dass der Brake XL verbunden ist und wir haben dann verschiedene Modi. Wir können, das ist jetzt ja der City-Modus, dann gibt es auch den Road-Modus. Da könnt ihr sehen, der ist ein bisschen heller und auch gerade im unteren Bereich beleuchtet der den Weg etwas besser. Und dann gibt es noch den Offroad-Modus und der verändert nochmal einiges. Da ist hier wirklich vor dem Fahrrad noch mehr Licht, um halt Steine etc. zu beobachten. Es gibt dann auch die Möglichkeit, einen eigenen Modus zu erstellen. Und mit diesem kann man dann die Helligkeit irgendwie noch anpassen, das Tagfahrlicht anpassen. Man kann die Leuchtweite des Fernlichts anpassen, die Leuchtbreite. Das Tagfahrlicht kann ich einstellen, ob ich das automatisch einstellen möchte oder es mit Lichtsensor eingestellt wird. Und dann kann ich auch das Kurvenlicht einstellen und die Sensitivität. Also sehen und gesehen werden lautet das Motto und das gilt natürlich auch für die Kinder. Denn hier drin ist es gerade, wenn es Nacht ist es da drin richtig dunkel. Deswegen haben wir, das haben wir auch im Urban Arrow schon gehabt, haben wir hier was Kleines reingemacht. Und zwar ist ja hier vorne die Tasche und die eignet sich hervorragend für eine batteriebetriebene Lichterkette. Das ist echt krass. Guckt euch das mal an. Und wisst ihr was? Das ist gerade mal der City-Modus, also der dunkelste quasi. Das hier ist ein sehr angenehmes Leuchtbild, sehr breit, sehr flächig, ohne weiße oder hellere oder dunklere Flecken, sondern super gleichmäßig. Ich zeige euch jetzt einmal einen Vergleich, wie das aussieht mit dem Kurvenlicht und dann einmal ohne Kurvenlicht, hier in dem City-Modus. Ich lege mich in die Kurve und das Leuchtbild bleibt quasi gleich. Es bleibt in der Richtung komplett gerade, in die ich mich bewege. Und leuchtet somit die Kurve aus, schickt schon mal jemanden vor mit dem Licht und dadurch kann ich in der Kurve sehr gut erkennen, was da los ist, ob da irgendwelche Hindernisse sind. Das ist ziemlich cool und ich blende halt auch niemanden auf der anderen Seite. Ich mache jetzt mal das Kurvenlicht aus. Dann leuchte ich das Kurvenäußere an. Aber das Kurveninnere, also jetzt durch den mitlenkenden Lenker, habe ich natürlich auch in der Kurve ein bisschen Licht, aber noch mehr Licht ist in der Außenseite der Kurve. Also da, wo ich es eigentlich gar nicht haben möchte und leuchte dann andere Leute an. Diese Verbindung mit der App, die funktioniert wirklich gut, ziemlich entspannt. Der Road-Modus ist ein bisschen heller als der City-Modus, aber etwas dunkler als der Offroad-Modus natürlich und hat eine hohe Sensitivität bei dem Kurvenlicht. Und ein Wort einmal zu den Reifen, zu den Schwalbe Smart Sam Cargo. Die haben mir auch sehr gut gefallen. Also das Abrollgeräusch, das Abrollgefühl dieser Reifen ist sehr angenehm, ähnlich wie bei dem Schwalbe Pickup. Bieten aber gerade im Matsch auf schlammigen Untergründen nochmal deutlich mehr Grip und sie geben auch jede Menge Komfort. Am Anfang, wenn man das Rad einschaltet, dann muss man kurz warten, bis sich das System initialisiert hat. Also sodass das System weiß, wo oben und unten ist. Hier ist jetzt halt stockfinster und das hier ist das Fernlicht
im Road-Modus. Ich weiß nicht, wie viel man erkennen kann, aber da oben ist richtig viel Licht. Ich kann super weit gucken. Die Reflektoren von den Autos, die in gut 300 Metern Entfernung stehen, werden angeleuchtet. Und ich gehe jetzt mal in den Offroad-Modus. Und das ist auch nochmal spannend, denn hier könnt ihr links jetzt an der Seite erkennen, an den Schuppen, dass dann das Licht noch mal richtig breit gestreut wird. Schauen wir noch mal das Fernlicht an. Ich kann ja kaum was sehen hier, ne? Hier oben an dem Scheinwerfer gibt es 3 Kontrollanzeigen. Einmal für das Kurvenlicht, einmal für Bluetooth und einmal für das Fernlicht. Ergonomiemäßig ist das hier bei meinem Lenker und mit der Enviolo-Schaltung so ein bisschen schwierig. Ich muss mich hier sehr strecken, um an den Fernlichtschalter zu kommen. Und auch die LED-Remote mit der Blinker-Taste ist so ein bisschen verdeckt. Achso, genau, und auf den Blinker bin ich noch gar nicht eingegangen. So, City-Modus, ein bisschen dunkler, ein bisschen angenehmer für die anderen Verkehrsteilnehmenden. Ne? Was man halt auch sagen muss, in dem Offroad-Modus zieht sich der Scheinwerfer richtig viel Strom. Also es kann durchaus sein, dass dadurch die Reichweite ein bisschen beeinträchtigt wird. So, jetzt mal hier ein bisschen blinken, ne? So, nachdem er 15 Mal geblinkt hat, geht er aus. Oder man kann den Blinker auch dauerhaft anstellen, wenn man diesen Knopf lange drückt. Dann bestätigt er das noch einmal mit einem kurzen weiteren Blinken. Und dann blinkt er tatsächlich so lange, bis wir den Abbiegevorgang beendet haben. Und dann können wir wieder drücken und dann geht der Blinker aus. Also das ist wirklich intuitiv. Und was auch sehr zuverlässig funktioniert, ist das Bremslicht. Auch gerade mit der Notbremsfunktion. Hier könnt ihr jetzt nochmal den Unterschied sehen zwischen dem Fernlicht und dem Abblendlicht. Also wirklich auch im Fernlicht ein sehr gleichmäßiges Leuchtbild. Das hat mich wirklich erstaunt. Also ich habe noch keinen Scheinwerfer gesehen, der ein so gleichmäßiges Leuchtbild hat wie dieser hier. Ja, und jetzt hier in diese Kurve reinzuleuchten, wo die Pfützen sind, das ist schon echt cool. Oh, Katze, guck mal. Und jetzt in die Kurve reinleuchten. Das ist so cool, ich sag's euch. Und wie gesagt, das hier ist der schwächste Modus, ne? Oi, und hier war es jetzt sehr, sehr matschig. Und da haben die SmartSam Cargo gezeigt, was sie können. Und wenn man sich in die Kurve legt, dann bleibt dieser Lichtteppich gleich, aber er lehnt sich noch weiter in die Kurve. Das ist so beeindruckend. Also gerade natürlich stark für Offroad-Fahrten. Das ist echt schon fast Automobilqualität. Und ich möchte euch daran erinnern, ich betreibe diesen Scheinwerfer gerade mit der Hälfte der möglichen Leistung. Mit etwa 28 Watt und er kann bis zu 60 Watt blinken. Das Schöne ist, so kann man nämlich auch von Weitem schon anderen Verkehrsteilnehmenden anzeigen, wo man hin will. Das ist dann keine Überraschung. Was für coole Teile hier jetzt an diesem Multitinker dran sind. Ich glaube, das wird richtig cool diesen Winter. Klar, gutes Licht ist natürlich im Winter enorm wichtig, aber nicht nur an solchen Lastenrädern, sondern auch an euren Sporträdern, an euren Alltagsrädern und auch an euren Kinderrädern. Also achtet auch da darauf, dass wenn ihr mit euren Kindern zusammenfahrt, die auch eine Beleuchtung haben. Es muss allerdings nicht so eine Stadionbeleuchtung sein. Aber lohnt sich das jetzt? Knapp 200 € für die Blinker und knapp 450 € für den Scheinwerfer sind jede Menge Holz. Und der Scheinwerfer ist wahrscheinlich für die meisten Anwendungszwecke übertrieben. Aber er zeigt, in welche Richtung das Thema Fahrradlicht geht. Und ich schätze mal, dass die Technologie, die da drin verbaut ist, nach und nach auch in die günstigeren Scheinwerfer Einzug halten wird. Vielleicht nicht mit dem kompletten Funktionsumfang, aber mit einigen Funktionen, die das Radfahren einfach sicherer machen und die das Radfahren entspannter machen, gerade dann, wenn es durch die dunkle Jahreszeit gehen muss. Was ich aber umfassend empfehlen kann, sind die Blinker hier. Ich habe das Gefühl, ernster genommen zu werden im Straßenverkehr. Die Blinker werden besser gesehen als eine Hand, die man eventuell im Dunkeln rausstreckt. Und beide Hände sind immer auf dem Lenker. Und das gibt mir ein echtes Sicherheitsplus, gerade wenn Kinder hier hinten mit drauf sitzen. Und was ihr definitiv nachrüsten solltet,
ist ein Bremslicht. Ich habe euch mal 2 unten verlinkt. Das ist keine große Investition, aber das erhöht die Sicherheit im Alltag nochmal beträchtlich. Auch das wiederum ein Punkt, bei dem ihr ernster genommen werdet und anderen die Chance gebt, schneller zu reagieren. Das Rad ist jetzt auch im Dunkeln deutlich besser zu sehen von der Seite. Auf der einen Seite durch das natürlich sehr helle Frontlicht, aber auch diese seitliche Öffnung in dem Frontlicht, sodass man das Rad eben von der Seite sehen kann und auch, dass das Rücklicht jetzt auch an den Taschen vorbei sichtbar ist. Und natürlich auch durch die kleine Lichterkette, die nicht nur für die Kinder etwas Licht da drin bringt, sondern auch von außen richtig gut zu sehen ist. Und auch reflektormäßig ist das Rad jetzt richtig gut zu sehen von der Seite. Auf der einen Seite natürlich durch die Schwalbe Smart Sam Plus Reifen mit dem Reflektorstreifen und auch durch die Reflektoren hier an dem Wetterschutz. Also ist jetzt wirklich alles für den Winter erfüllt. Wir fahren mit viel Grip, mit Kindern, denen nicht kalt ist, und wir sind sehr gut sichtbar und können noch besser sehen. Aber was haltet ihr jetzt von diesen Umbaumaßnahmen? Und vor allem, was haltet ihr von der Busch- und Müller-Beleuchtung, die ich jetzt an dieses Rad rangebaut habe? Sagt es doch mal unten in den Kommentaren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.